Vorwort. Das gesamte Team der SCP-Stiftung hat eine umfassende und gründliche Recherche zu Geschwader 33 durchgeführt. Für die Sammlung und Auswertung der relevanten Informationen haben wir mehrere Monate intensive Arbeit investiert. Das Video ist in 13 Kapitel sowie ein abschließendes Fazit gegliedert, um das Thema Geschwader 33 detailliert zu beleuchten und übersichtlich zusammenzufassen. Mehrere Teammitglieder waren über einen Zeitraum von 3 Monaten damit beschäftigt, die Daten zu sammeln, auszuwerten und daraus ein Skript für das Video zu erstellen. Wir hoffen, dass euch das Video gefällt und würden uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Da wir das Projekt so früh wie möglich veröffentlichen wollten, ist das Video bewusst schlicht gehalten. Es legt den Fokus auf den Inhalt, ohne auf aufwendige Schnitttechniken oder viele visuelle Elemente zurückzugreifen. Kapitel 1: Geheime Anfänge. Die Entstehung von Geschwader 33. Im Schatten der nationalen Sicherheitsarchitektur wurde vor Jahren eine hochgradig geheime Initiative ins Leben gerufen, deren Existenz nur einer verschwindend kleinen Elite bekannt war. Das Projekt, kodiert als Geschwader 33, entstand aus der Notwendigkeit, auf außergewöhnliche Bedrohungen zu reagieren, die konventionellen militärischen oder zivilen Maßnahmen entzogen sind. Es vereinte interdisziplinäre Expertise aus den Bereichen Nukleartechnik, Parapsychologie, Anomalieforschung und Spezialoperationen. Der Standort DE-19, strategisch im stillgelegten Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich bei Koblenz positioniert, wurde aufgrund seiner infrastrukturellen Eignung ausgewählt. Ursprünglich für die Eindämmung hochkomplexer und großskaliger anomaler Phänomene konzipiert, fungierte er später als primärer Operations- und Forschungsstandort für das Programm. Seine Kapazitäten ermöglichten die Einrichtung eines isolierten Kontroll- und Eingreifzentrums, das speziell auf die Handhabung von besonders großen oder gefährlichen Anomalien ausgelegt war. Das Ziel des Projekts war es, eine spezialisierte Einsatztruppe zu etablieren, die sowohl in der Lage ist, nukleare Gefahrenlagen zu neutralisieren, als auch anomale Objekte zu kontrollieren, welche außerhalb der Reichweite herkömmlicher Sicherheitsmaßnahmen liegen. Die operative Konzeption basierte auf einer Kombination aus militärischer Taktik, angewandter Parapsychologie und fortschrittlicher Technologie, inklusive biometrischer Überwachungssysteme, adaptiver Schutzanzüge und neurokognitiver Manipulationstechniken. Die Auswahl der Personalien erfolgte nach strengen Kriterien. Nur jene mit außergewöhnlicher psychischer Stabilität, technischer Kompetenz und hoher Resilienz gegenüber anomalem Einfluss wurden zugelassen. Die Agenten wurden durch ein mehrstufiges Programm mimetischer Konditionierung sowie mentaler Deprogrammierung geführt, um sie gegen potenzielle psychische Angriffe abzusichern. Ihre Ausbildung umfasste nicht nur taktisches Vorgehen und technische Handhabung, sondern auch den Umgang mit unvorhersehbaren Phänomenen. Eine Notwendigkeit angesichts der Unberechenbarkeit ihrer Einsatzobjekte. In diesem Kontext wurde Großgeräte-Eindämmungsstandort DE-19 zum Epizentrum einer hochspezialisierten Operationseinheit, eine letzte Bastion im Kampf gegen das Unbekannte. Durch die Verschmelzung militärischer Präzision mit wissenschaftlicher Innovation wurde hier eine Infrastruktur geschaffen, die in ihrer Art einzigartig ist. Ein Bollwerk gegen Mächte jenseits des rationalen Verständnisses. Kapitel 2: Die Organisation, Mitglieder und Ausbildung der Einheit. Die operative Struktur von Geschwader 33 basiert auf einer hochspezialisierten Hierarchie, die interdisziplinäre Expertise mit militärischer Effizienz verbindet. Das Personal setzt sich aus ausgewählten Fachkräften zusammen, darunter Nukleartechniker, Parapsychologen, Cybersicherheitsspezialisten, Psychologen sowie Eliteeinheiten des militärischen Geheimdienstes. Diese Auswahl erfolgte nach rigorosen psychologischen und physischen Assessments, um die Resilienz gegenüber anomalen Einflüssen sicherzustellen. Die Ausbildung der Einsatzkräfte fand in den unterirdischen Anlagen des Kontrollzentrums bei Mülheim-Kärlich statt. Sie umfasste eine Vielzahl von Modulen, von der Handhabung hochgradig gefährlicher Substanzen bis hin zu neurokognitiven Techniken zur mentalen Abwehr gegen mimetische Angriffe. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Entwicklung adaptiver Schutzmaßnahmen gegen Strahlung, elektromagnetische Störungen sowie psychische Manipulationen durch anomale Phänomene. Ein integraler Bestandteil war die sogenannte mimetische Programmierung, bei der die Agenten durch gezielte mentale Konditionierung in ihrer Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit optimiert wurden.
Hierbei kamen neuroplastische Verfahren zum Einsatz, um neuronale Netzwerke gezielt umzustrukturieren und so eine schnelle Entscheidungsfindung in kritischen Situationen zu gewährleisten. Die Agenten wurden zudem mit implantierten Sensoren ausgestattet, welche Vitalparameter überwachten und Echtzeitdaten an das zentrale Kontrollsystem übermittelten. Technologisch wurde die Einheit mit hochentwickelten Ausrüstungen versehen. Adaptive Kampfanzüge aus nanotechnologisch modifizierten Materialien boten Schutz vor Strahlen- und Anomalieeinflüssen. Tragbare Analysegeräte ermöglichten die sofortige Detektion unbekannter Energiefelder. Und spezielle Kommunikationssysteme gewährleisteten eine verschlüsselte Verbindung auch in extrem kontaminierten Umgebungen. Das Team arbeitete nach einem strengen Protokoll. Jeder Einsatz wurde minutiös geplant, wobei Risikoanalysen auf Basis aktueller Daten durchgeführt wurden. Die Mitglieder waren durch ein ausgeklügeltes System mimetischer Deprogrammierung vor unkontrollierbaren Gedankeneinflüssen geschützt. Dieses Zusammenspiel aus technischer Innovation und psychologischer Resilienz machte Geschwader 33 zu einer der effektivsten Spezialeinheiten im Bereich der Anomalieforschung. Kapitel 3 – Erste Einsätze, Herausforderungen und Erkenntnisse. Die initialen Missionen von Geschwader 33 markierten den Übergang von theoretischer Ausbildung zu praktischer Anwendung. Diese Einsätze waren geprägt von einer Vielzahl unvorhersehbarer Phänomene, die die Grenzen konventioneller Sicherheitsmaßnahmen sprengten und die Einsatzkräfte vor enorme Herausforderungen stellten. Der erste Einsatz wurde in der Nähe des Standortes DE-19 durchgeführt, als eine anomale Energiequelle entdeckt wurde, die sich rasch ausbreitete und potenziell katastrophale Folgen für die Umgebung haben konnte. Die Zielsetzung bestand darin, das Objekt zu lokalisieren, zu analysieren und gegebenenfalls zu neutralisieren oder einzudämmen. Die Agenten operierten unter strengen Protokollen, wobei sie hochentwickelte Sensorik und neurokognitive Techniken einsetzten, um die komplexen Energiefelder zu kartografieren. Während des Einsatzes zeigte sich schnell, dass das Phänomen nicht nur physisch gefährlich war, sondern auch psychisch auf die Einsatzkräfte wirkte. Mitglieder berichteten von unerklärlichen Visionen, akuten Kopfschmerzen sowie einer erhöhten mentalen Belastung, Symptome, die auf eine starke mimetische Einflussnahme hindeuteten. Die Schutzmaßnahmen wurden durch den Einsatz neuroprotektiver Substanzen und adaptiver Schutzanzüge verstärkt, um die psychische Integrität der Agenten zu sichern. Das Team setzte spezielle Geräte ein, elektromagnetische Dämpfer zur Reduktion der Energiefelder, neurokognitive Interventionstechnologien zur Stabilisierung der Wahrnehmung sowie biometrische Überwachungssysteme zur Echtzeitanalyse der Vitalparameter. Nach mehreren Stunden intensiver Arbeit gelang es schließlich, das Objekt in einem speziell konstruierten Containment-Behälter zu versiegeln. Diese erste Mission offenbarte jedoch auch Schwachstellen im System. Die psychischen Auswirkungen auf die Agenten waren erheblich und erforderten eine sofortige Anpassung der Schutzprotokolle. Zudem wurde deutlich, dass das Verhalten anomaler Objekte unvorhersehbar war und eine flexible Reaktionsstrategie erforderte. Es wurde klar, dass jede Operation nicht nur technisches Geschick verlangte, sondern auch eine ausgeprägte mentale Resilienz. In den folgenden Wochen wurden diese Erkenntnisse systematisch in das Ausbildungsprogramm integriert. Das Ziel war es, eine adaptive Einsatzstrategie zu entwickeln. Eine Symbiose aus technologischer Innovation und psychologischer Robustheit, um zukünftigen Bedrohungen effektiver begegnen zu können. Die ersten Einsätze hinterließen bei allen Beteiligten einen bleibenden Eindruck. Sie waren Beweis für die Komplexität ihrer Aufgabe und zugleich Ansporn, ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln. Kapitel 4 – Technologische Innovationen, neue Geräte und Methoden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der technologischen Ausstattung war essentiell für den Erfolg von Geschwader 33. Angesichts der hochkomplexen und unvorhersehbaren Natur anomaler Phänomene wurden innovative Geräte und Verfahren entwickelt, um die Einsatzfähigkeit zu maximieren und die Risiken zu minimieren. Ein zentrales Element bildet das adaptive Schutzsystem ASS, eine nanotechnologisch modifizierte Bekleidung, die sich in Echtzeit an wechselnde Umweltbedingungen anpasst. Das System nutzt Sensorarrays, um elektromagnetische Felder, Strahlung sowie biophysikalische Veränderungen zu detektieren und entsprechende Schutzmaßnahmen sofort einzuleiten. Die Schutzanzüge sind zudem mit neurokognitiven Schnittstellen verbunden, welche die mentale Belastbarkeit der Agenten erhöhen und vor mimetischer Beeinflussung schützen. Zur Detektion und Analyse anomaler Energiefelder wurde das Energiefeldanalyse-Tool EFA entwickelt.
Dieses tragbare Gerät nutzt eine Kombination aus Quantenresonanztechnologie und spektraler Analyse, um unbekannte Energiequellen präzise zu lokalisieren und deren Eigenschaften zu bestimmen. Die Daten werden in Echtzeit an das zentrale Kontrollsystem übertragen, was eine schnelle Entscheidungsfindung ermöglicht. Ein weiterer Meilenstein ist das Neurointerventionsgerät, NIG, ein neurokognitives System zur Manipulation und Stabilisierung der Wahrnehmung der Einsatzkräfte. Es basiert auf transkranieller Stimulationstechnologie, welche gezielt neuronale Netzwerke beeinflusst, um psychische Angriffe abzuwehren oder mentale Zustände zu optimieren. Das NIG ist besonders bei Einsätzen gegen mimetische Phänomene von unschätzbarem Wert. Im Bereich der Kommunikationstechnologie wurde das Verschlüsselungsnetzwerk Spectra implementiert. Es gewährleistet eine sichere Verbindung auch in extrem kontaminierten oder elektromagnetisch gestörten Umgebungen. Das Netzwerk nutzt Quantenverschlüsselungstechnologien, um Abhörversuche nahezu unmöglich zu machen. Nicht zuletzt wurde das Containment-Modul Aegis entwickelt, ein multifunktionaler Behälter, der sowohl physisch als auch energetisch hochgradig kontrollierte Umgebungen schafft. Das Modul kann an verschiedene Einsatzorte angepasst werden und ermöglicht die sichere Lagerung sowie Untersuchung hochgefährlicher Anomalieobjekte. Diese technologischen Innovationen bilden das Rückgrat der Einsatzstrategie von Geschwader 33. Sie erlauben es den Agenten, in bislang unerreichbare Dimensionen vorzudringen, Risiken zu minimieren und die Kontrolle über unkontrollierbare Phänomene zu behalten. Die stetige Weiterentwicklung dieser Geräte ist Ausdruck des wissenschaftlichen Fortschritts im Dienste einer hochspezialisierten Sicherheitsarchitektur. Kapitel 5: Zusammenarbeit mit anderen Einheiten, Koordination und Informationsaustausch. Die komplexen Herausforderungen, denen sich Geschwader 33 gegenüber sieht, erfordern eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen militärischen, wissenschaftlichen und zivilen Organisationen. Diese interdisziplinäre Kooperation ist entscheidend, um Ressourcen zu bündeln, Fachwissen zu integrieren und eine effektive Reaktionsfähigkeit sicherzustellen. Erste militärische Partner. Das Geschwader arbeitet eng mit den spezialisierten Einheiten des Bundeswehrreservisten- und Einsatzführungskommandos zusammen. Insbesondere die Abteilungen für Nachrichtendienst, Cybersicherheit und Spezialkräfte stellen operative Unterstützung bereit. Die gemeinsame Nutzung von Kommunikationsinfrastrukturen sowie abgestimmte Einsatzprotokolle gewährleisten eine schnelle Koordination bei Einsätzen in kontaminierten oder gefährdeten Gebieten. Zweite. Wissenschaftliche Institute. Kooperationen mit Forschungszentren wie dem Fraunhofer-Institut für angewandte und integrierte Sicherheit, AIIS, sowie Universitäten mit Schwerpunkt auf Quantenphysik, Neurotechnologie und Parapsychologie sind essentiell. Diese Partnerschaften ermöglichen den Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Entwicklung innovativer Geräte sowie die Durchführung gemeinsamer Studien zur Erforschung anomaler Phänomene. Dritte. Geheimdienste. Der Austausch von Informationen mit dem Bundesnachrichtendienst, BND, sowie internationalen Partnern wie der NSA oder MI6 erfolgt unter strengen Sicherheitsprotokollen. Ziel ist es, Bedrohungsszenarien frühzeitig zu erkennen, potenzielle Angreifer zu identifizieren und präventive Maßnahmen einzuleiten. Die Zusammenarbeit umfasst auch den Austausch von Daten über cyberphysikalische Angriffe sowie mimetische Bedrohungen. Vierte. Zivile Organisationen. In Katastrophenfällen kooperiert das Geschwader mit zivilen Katastrophenschutzbehörden, Rettungsdiensten und Umweltorganisationen. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass bei großflächigen Kontaminationen oder unerwarteten Phänomenen eine koordinierte Reaktion erfolgt, um Mensch und Umwelt bestmöglich zu schützen. Fünfte. Informationsmanagement. Ein zentrales Element der Kooperation ist das interdisziplinäre Informations- und Lagezentrum, IILZ, eine hochsichere Plattform zur Echtzeitüberwachung, Analyse und Verbreitung relevanter Daten. Das IILZ integriert Sensor- und Überwachungsdaten aus verschiedenen Quellen, verarbeitet sie mithilfe künstlicher Intelligenz und stellt sie den Einsatzkräften in einer übersichtlichen Form zur Verfügung. Diese strukturierte Zusammenarbeit schafft ein robustes Netzwerk aus Fachwissen, Technologie und operativer Erfahrung. Sie ermöglicht es Geschwader 33, flexibel auf neue Bedrohungen zu reagieren, Risiken zu minimieren und im Kampf gegen anomale Phänomene stets einen strategischen Vorteil zu behalten. Kapitel 6: Ausbildung und Weiterentwicklung, das Training der Einsatzkräfte.
Die Effektivität von Geschwader 33 hängt maßgeblich von der hohen Qualifikation und kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Einsatzkräfte ab. Das Ausbildungsprogramm ist daher auf eine umfassende Schulung in technischen, psychologischen und taktischen Fähigkeiten ausgelegt, um den vielfältigen Herausforderungen bei Einsätzen gegen anomale Phänomene gerecht zu werden. Erste Grundausbildung. Neue Rekruten durchlaufen ein intensives Basistraining, das physische Fitness, Überlebensfähigkeiten sowie den Umgang mit Spezialausrüstung umfasst. Dabei werden sie mit den Grundlagen der Sensorik, Neurotechnologie und Containment-Methoden vertraut gemacht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung eines tiefgehenden Verständnisses für die Natur anomaler Phänomene. Zweite. Technologische Schulung. Da die eingesetzten Geräte hochkomplex sind, erhalten die Agenten spezielle Trainingsmodule zur Bedienung und Wartung der Ausrüstung, wie dem Energiefeldanalyse-Tool EFA oder dem Neurointerventionsgerät NIG. Simulationen und virtuelle Realitäten ermöglichen es den Einsatzkräften, realistische Szenarien durchzuspielen und ihre Reaktionsfähigkeit zu optimieren. Dritte. Psychologische Resilienz. Angesichts der psychischen Belastungen bei Einsätzen gegen mimetische oder energetische Phänomene wird ein umfangreiches Programm zur mentalen Stärkung angeboten. Dazu gehören regelmäßige psychologische Betreuung, mentales Training sowie Techniken zur Stressbewältigung und Wahrnehmungssteuerung. Das Neurointerventionsgerät NIG wird ebenfalls eingesetzt, um die mentale Stabilität gezielt zu fördern. Vierte. Taktisches Training. Die Agenten lernen den Umgang mit verschiedenen Einsatzszenarien, vom Containment hochgefährlicher Objekte bis hin zu koordinierten Mehreinheitenoperationen. Hierbei werden auch Kommunikationsprotokolle, Teamkoordination sowie Notfallmaßnahmen trainiert. Simulationsbasierte Übungen stellen sicher, dass alle Beteiligten im Ernstfall schnell und präzise reagieren können. Fünfte. Fortlaufende Weiterbildung. Da sich die Bedrohungslage ständig wandelt, sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht. Neue Technologien. Erkenntnisse aus laufenden Forschungsprojekten sowie Erfahrungen aus Einsätzen fließen kontinuierlich in das Ausbildungsprogramm ein. Zudem werden Spezialisten für bestimmte Anomalietypen ausgebildet, um bei komplexen Phänomenen gezielt eingreifen zu können. Sechste. Einsatzsimulationen. Zur Vorbereitung auf reale Einsätze werden regelmäßig groß angelegte Simulationen durchgeführt, bei denen alle Aspekte des operativen Handelns getestet werden. Diese Übungen fördern nicht nur die technische Kompetenz, sondern auch die Teamfähigkeit und das Situationsbewusstsein der Agenten. Das Ziel dieses umfassenden Ausbildungsansatzes ist es, eine Eliteeinheit zu formen, flexibel, widerstandsfähig und stets auf dem neuesten Stand der Technik, um den vielfältigen Gefahren anomaler Phänomene effektiv begegnen zu können. Kapitel 7. Einsatzstrategien, Taktiken und Vorgehensweisen bei der Bekämpfung anomaler Phänomene. Die erfolgreiche Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen durch Geschwader 33 erfordert ausgeklügelte Einsatzstrategien, die flexibel an die jeweiligen Situationen angepasst werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei präzise Taktiken, schnelle Entscheidungsfindung und eine enge Koordination aller beteiligten Einheiten. Erste Situationsanalyse und Lageeinschätzung. Vor jedem Einsatz erfolgt eine umfassende Analyse der aktuellen Bedrohungslage. Hierbei werden Daten aus Sensoren, Überwachungssystemen und Geheimdienstinformationen zusammengeführt. Ziel ist es, das Phänomen genau zu charakterisieren, sei es energetischer Natur, mimetisch oder physisch, um die geeignete Reaktionsstrategie festzulegen. Zweite Containment-Strategie. Bei hochgefährlichen oder unkontrollierten Phänomenen steht das Containment im Vordergrund. Dabei werden spezielle Geräte wie das Containment-Modul Aegis eingesetzt, um das Objekt oder die Energiequelle in einer kontrollierten Umgebung zu isolieren. Die Strategie umfasst auch den Einsatz von elektromagnetischen Barrieren, energetischen Abschirmungen sowie psychologischen Gegenmaßnahmen gegen mimetische Angriffe. Dritte. Präventive Maßnahmen. In Fällen, in denen eine unmittelbare Gefahr besteht, werden präventive Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Phänomens zu verhindern. Dazu zählen gezielte Störsignale, neurokognitive Interventionen sowie die Manipulation der Umwelt mittels adaptiver Schutzsysteme. Vierte. Direktangriff und Neutralisierung. Wenn eine Gefährdungslage dies erfordert, erfolgt ein gezielter Eingriff zur Neutralisierung des Phänomens.
Hierbei kommen spezialisierte Geräte wie das Energiefeldanalyse-Tool, EFA, zur Lokalisierung sowie neurokognitive Techniken zum Einsatz, um das Phänomen zu destabilisieren oder zu deaktivieren. Dabei wird stets auf minimalinvasive Verfahren geachtet, um unbeabsichtigte Nebenwirkungen zu vermeiden. 5. Evakuierung und Schutzmaßnahmen. In Szenarien mit hoher Unsicherheit oder unkontrollierbaren Effekten wird die Evakuierung von Zivilisten priorisiert. Die Einsatzkräfte setzen dabei auf schnelle Reaktionszeiten, sichere Rückzugswege und Schutzbarrieren, um Verluste zu minimieren. 6. Nachbereitung und Analyse. Nach Abschluss eines Einsatzes erfolgt eine gründliche Nachbereitung. Das gesammelte Material wird analysiert, um Erkenntnisse für zukünftige Einsätze zu gewinnen. Zudem werden alle eingesetzten Geräte gewartet und auf ihre Einsatzfähigkeit überprüft. 7. Flexibilität und improvisierte Taktiken. Da anomale Phänomene oft unvorhersehbar sind, ist Flexibilität essentiell. Das Team trainiert daher regelmäßig den Umgang mit unerwarteten Situationen und entwickelt improvisierte Strategien, um schnell auf neue Bedrohungen reagieren zu können. Diese strategische Herangehensweise ermöglicht es Geschwader 33 in unterschiedlichsten Szenarien effektiv zu agieren. Stets darauf bedacht, Menschleben zu schützen, Eigentum zu sichern und die Kontrolle über unkontrollierbare Phänomene zu behalten. Kapitel 8 – Technologische Ausrüstung. Geräte und Innovationen im Einsatz gegen anomale Phänomene. Die technologische Ausstattung von Geschwader 33 bildet das Rückgrat der operativen Fähigkeiten bei der Bekämpfung und Kontrolle anomaler Phänomene. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung werden hochspezialisierte Geräte eingesetzt, die es den Einsatzkräften ermöglichen, Phänomene zu erkennen, zu analysieren, zu neutralisieren und zu kontrollieren. Zu den wichtigsten Instrumenten zählen fortschrittliche Sensor- und Überwachungssysteme. Das Energiefeldanalyse-Tool, EFA, ist ein tragbares Gerät, das energetische Anomalien in Echtzeit detektiert und analysiert. Es misst elektromagnetische Felder, Energieströme sowie physikalische Veränderungen in der Umgebung. Ergänzend dazu kommen Neurodetektoren zum Einsatz, die neurokognitive Aktivitäten erfassen, um mimetische oder geistige Beeinflussung frühzeitig zu erkennen. Für großflächige Überwachungsaufgaben werden Drohnen mit multispektraler Kamera eingesetzt, die eine schnelle Lokalisierung von Phänomenen in schwer zugänglichen Gebieten ermöglichen. Bei der Containment- und Interventionsarbeit kommen spezielle Geräte zum Einsatz. Das Containment-Modul Aegis ist eine mobile Schutzvorrichtung, die energetische oder physische Objekte in einer kontrollierten Umgebung isoliert. Das Neurointerventionsgerät, NIG, erlaubt gezielte Beeinflussung neuronaler Strukturen, um mimetische Angriffe abzuwehren oder mentale Zustände zu stabilisieren. Hochentwickelte elektromagnetische Energieabschirmungen bieten temporären Schutz vor Energieflüssen oder verhindern deren unkontrollierte Ausbreitung. Zur Manipulation und Neutralisierung der Phänomene stehen innovative Technologien bereit. Der Störsender 0 kann elektromagnetische Signale oder Energieflüsse innerhalb eines Phänomens unterbrechen. Quantenresonatoren arbeiten auf Quantenebene, um die Struktur eines Phänomens zu destabilisieren oder gezielt zu verändern. Mikroskopisch kleine Nanobots sind in der Lage, gezielt molekulare Strukturen zu beeinflussen und so das Verhalten des Phänomens direkt zu steuern. Für die Kommunikation und Datenverarbeitung verfügen die Einsatzkräfte über das Interdisziplinäre Lagezentrum, IILZ, eine hochsichere Plattform für die Echtzeitdatenfusion sowie Analyse und Koordination aller eingesetzten Technologien. Künstliche Intelligenz unterstützt bei Mustererkennung, Prognosen des Verhaltens sowie bei Entscheidungsprozessen, um schnell auf sich verändernde Situationen reagieren zu können. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten werden ständig neue Geräte entwickelt oder bestehende Technologien verbessert. Aktuelle Projekte umfassen beispielsweise adaptive Schutzschilde auf Basis neuartiger Materialien sowie bio-neurotechnologische Schnittstellen zur direkten Kommunikation mit menschlichen Gehirnen. Diese Innovationen tragen dazu bei, dass Geschwader 33 auch unter extremen Bedingungen stets über modernste Technik verfügt und den ständig wechselnden Bedrohungen durch anomale Phänomene einen Schritt voraus bleibt. Kapitel 9 – Einsatzstrategien und Taktiken. Die effektive Bekämpfung anomaler Phänomene erfordert eine hochgradig koordinierte und adaptive Einsatzplanung.
Das Geschwader 33 setzt auf ein multidisziplinäres Vorgehen, das sowohl technologische Innovationen als auch strategische Flexibilität integriert. Lageanalyse und Situationsbewertung. Der erste Schritt in jeder Operation ist die präzise Situationsanalyse. Hierbei werden Daten aus multisensorischen Überwachungssystemen, Remote-Sensing-Tools und Echtzeit-Informationsnetzwerken aggregiert. Das Interdisziplinäre Lagezentrum (IILZ) nutzt fortschrittliche Data-Mining-Algorithmen und prädiktive Modelle, um das Verhalten des Phänomens zu prognostizieren und potenzielle Eskalationspfade zu identifizieren. Strategische Planung. Auf Basis der Lageeinschätzung erfolgt die Entwicklung einer maßgeschneiderten Einsatzstrategie. Ziel ist es, das Phänomen durch gezielte Interventionen zu destabilisieren oder einzukreisen, ohne dabei kritische Infrastrukturen oder zivile Populationen zu gefährden. Dabei kommen modulare Containment-Systeme wie Aegis zum Einsatz, die in der Lage sind, das Phänomen in einer kontrollierten Umgebung zu isolieren. Technologische Taktiken. Die operative Taktik basiert auf dem Einsatz hochspezialisierter Technologien. Elektromagnetische Störsender. 0. Diese Geräte erzeugen gezielte elektromagnetische Felder, um Energieflüsse innerhalb des Phänomens zu interferieren oder zu neutralisieren. Energieabsorber und Umlenker. Vorrichtungen zur Reduktion der Energiedichte im betroffenen Bereich. Nanobioaktive Agenzien. Für spezielle Szenarien werden biotechnologische Substanzen eingesetzt, um die physikalischen Eigenschaften des Phänomens temporär zu modifizieren. Koordination und Kommunikation. Effizienzsteigerung wird durch den Einsatz von KI-gestützten Entscheidungsunterstützungssystemen erreicht. Diese analysieren kontinuierlich eingehende Datenströme und liefern Echtzeitempfehlungen für taktische Anpassungen. Die Kommunikation zwischen den Teams erfolgt über verschlüsselte Kanäle mit redundanten Backup-Systemen, um Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. Da anomale Phänomene oftmals unvorhersehbar reagieren, ist eine hohe Flexibilität in der Taktik unabdingbar. Einsatzleiter müssen in der Lage sein, kurzfristig Strategien anzupassen, sei es durch Modifikation der eingesetzten Technologien oder durch Verschiebung der operativen Schwerpunkte. Präventivmaßnahmen. Neben reaktiven Maßnahmen verfolgt das Geschwader proaktiv eine Frühwarnstrategie. Durch kontinuierliches Monitoring potenzieller Risikozonen mittels Sensorfusionstechnologien können potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkannt werden. Zudem werden neurokognitive Interventionen erwogen, um Panikreaktionen bei Zivilisten zu minimieren und die operative Sicherheit zu erhöhen. Kapitel 10 – Personal und Ausbildung. Die operative Effektivität des Geschwaders 33 basiert maßgeblich auf der Qualifikation, Expertise und kontinuierlichen Weiterentwicklung seines Personals. Die Auswahl, Schulung und Spezialisierung der Einsatzkräfte erfolgt nach höchsten Standards, um den komplexen Anforderungen im Umgang mit anomalen Phänomenen gerecht zu werden. Rekrutierung und Selektion. Der Rekrutierungsprozess ist hochselektiv gestaltet. Kandidaten durchlaufen ein multidisziplinäres Assessment, das psychologische Eignungstests, kognitive Leistungsdiagnostik sowie physische Fitnessbewertungen umfasst. Besonderes Augenmerk liegt auf der psychologischen Resilienz, da die Einsätze häufig mit extremen Stresssituationen verbunden sind. Zudem werden technische Kompetenzen in Bereichen wie Quantenphysik, Nanotechnologie oder Bioengineering vorausgesetzt. Fachliche Qualifikation. Das Personal wird in spezialisierten Trainingsprogrammen geschult, die sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fertigkeiten vermitteln. Dazu zählen Advanced Simulations Training, Einsatz in virtuellen Umgebungen zur Nachbildung realitätsnaher Szenarien, Technologie-Workshops, Umgang mit hochkomplexen Geräten wie elektromagnetischen Störsendern, Nanobiotechnologiesystemen und Energieabsorbern, taktische Einsatzübungen, Koordination in Teamstrukturen unter simulierten Einsatzbedingungen, kontinuierliche Weiterbildung. Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklungen im Bereich der Phänomenforschung ist eine permanente Fortbildung unerlässlich. Das Geschwader kooperiert mit führenden Forschungsinstituten und Universitäten, um neueste Erkenntnisse zeitnah in die Ausbildung zu integrieren. Zudem werden regelmäßige Simulationstrainings durchgeführt, um die Reaktionsfähigkeit bei unvorhergesehenen Szenarien zu optimieren. Psychologische Betreuung und Resilienztraining. Da Einsätze oftmals psychisch belastend sind, verfügt das Personal über ein umfassendes Supportsystem.
Psychologen bieten präventive Maßnahmen wie Stressmanagement-Workshops an. Zudem werden neurokognitive Techniken eingesetzt, um die mentale Flexibilität zu fördern und posttraumatische Belastungsstörungen zu minimieren. Spezialisten und interdisziplinäre Teams. Neben den regulären Einsatzkräften existieren spezialisierte Teams mit Expertise in Bereichen wie Quantenmechanik, Biotechnologie oder Cybernetik. Diese interdisziplinären Einheiten arbeiten eng zusammen, um innovative Lösungsansätze zu entwickeln und technologische Innovationen voranzutreiben. Kapitel 11 – Forschung und Entwicklung. Die kontinuierliche Weiterentwicklung technologischer und wissenschaftlicher Innovationen ist essentiell für die Effektivität des Geschwaders 33 im Umgang mit anomalen Phänomenen. Das Forschungs- und Entwicklungsprogramm F&E verfolgt das Ziel, neuartige Einsatzmittel, Analytik-Tools und Präventionsstrategien zu generieren, um den dynamischen Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein. Strategische Ausrichtung. Das F&E-Programm basiert auf einer interdisziplinären Herangehensweise, die Quantenphysik, Nanotechnologie, Bioengineering sowie künstliche Intelligenz integriert. Die strategische Ausrichtung erfolgt in enger Kooperation mit führenden Forschungsinstituten, Universitäten und privaten Technologieunternehmen. Ziel ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die sowohl in der Theorie fundiert als auch praktisch einsatzfähig sind. Schlüsselprojekte. Zu den Kernprojekten zählen Quantenkommunikation und Sensorik, Entwicklung hochsensitiver Detektionssysteme zur frühzeitigen Identifikation anomaler Phänomene auf subatomarer Ebene. Nanobioaktive Plattformen, Konstruktion von intelligenten Nanobots zur gezielten Intervention innerhalb des Phänomens oder zur Analyse seiner physikalisch-biologischen Eigenschaften. Energiemanipulationstechnologien, Erforschung von Methoden zur kontrollierten Energieumlenkung und Absorption mittels fortschrittlicher Materie wie Metamaterialien. Innovationsmanagement. Das Innovationsmanagement setzt auf agile Entwicklungsprozesse, um Flexibilität bei der Implementierung neuer Technologien zu gewährleisten. Regelmäßige Evaluationszyklen, Pilotprojekte und Feldtests sichern die Praxistauglichkeit der entwickelten Systeme. Zudem werden Sicherheits- und Ethikrichtlinien strikt eingehalten, um unvorhergesehene Nebenwirkungen oder Missbrauch zu verhindern. Zukunftsperspektiven. Langfristig zielt das Programm darauf ab, eine technologische Dominanz im Bereich der Phänomenkontrolle aufzubauen. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz in autonome Einsatzplattformen sollen Reaktionszeiten minimiert und operative Effizienz maximiert werden. Parallel dazu wird an der Entwicklung präventiver Technologien gearbeitet, um potenzielle Risiken bereits im Vorfeld zu neutralisieren. Zusammenarbeit mit externen Partnern. Die enge Kooperation mit internationalen Forschungsnetzwerken ermöglicht den Zugang zu neuesten Erkenntnissen und Spitzentechnologien. Gemeinsame Projekte fördern den Wissensaustausch und beschleunigen die Innovationszyklen erheblich. Kapitel 12 – Logistik und Einsatzmittel. Die operative Leistungsfähigkeit des Geschwaders 33 hängt maßgeblich von einer hochgradig optimierten Logistikkette ab. Die effiziente Versorgung, Wartung und Einsatzbereitschaft der technischen Ressourcen gewährleisten eine kontinuierliche Einsatzfähigkeit unter extremen Bedingungen. Versorgungskonzept. Das Versorgungssystem basiert auf einem modularen Ansatz, der eine flexible Anpassung an unterschiedliche Szenarien ermöglicht. Hochspezialisierte Material- und Nachschubtransporte werden durch autonome Logistikplattformen realisiert, die in Echtzeit mit dem zentralen Kommandozentrum kommunizieren. Dabei kommen fortschrittliche Supply-Chain-Management-Systeme zum Einsatz, die auf prädiktiven Analysen basieren, um Engpässe frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. Einsatzmittel. Die Kernkomponenten des Einsatzarsenals umfassen Einsatzflugzeuge, Hochleistungsdrohnen und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) mit adaptiven Sensorarrays zur kontinuierlichen Überwachung. Energieversorgungssysteme, mobile Energieeinheiten auf Basis von fortschrittlichen Batterietechnologien sowie kinetischer Energiegewinnung. Technische Geräte, hochpräzise elektromagnetische Störsender, nanobioaktive Plattformen sowie modulare Containmentsysteme. Wartung und Instandhaltung. Die Wartung erfolgt nach dem Prinzip der vorausschauenden Instandhaltung, Predictive Maintenance. Sensorbasierte Diagnosesysteme überwachen den Zustand aller technischen Komponenten in Echtzeit. Bei Abweichungen werden automatische Reparaturprozesse initiiert oder Ersatzteile mobil bereitgestellt.
Das Ziel ist es, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren und die Betriebssicherheit zu maximieren. Transport- und Logistiknetzwerk. Das globale Transportnetzwerk nutzt multimodale Systeme, Luft, Land und Wasser, um eine schnelle Reaktionsfähigkeit sicherzustellen. Spezialisierte Container mit integrierter Klimakontrolle gewährleisten den sicheren Transport empfindlicher Technologien. Zudem sind Notfallreserven strategisch in verschiedenen Einsatzregionen vorgehalten. Sicherheitsmaßnahmen. Die Sicherstellung der logistischen Integrität erfolgt durch verschlüsselte Kommunikationskanäle, biometrische Zugangskontrollen sowie redundante Sicherheitsprotokolle. Die physische Sicherheit der Lagerstätten wird durch biometrisch gesicherte Zutrittskontrollsysteme sowie Überwachungssysteme gewährleistet. Kapitel 13. Ethische Überlegungen und Risiken. Der Umgang mit anomalen Phänomenen wirft eine Vielzahl ethischer Fragestellungen auf, die sorgfältig abgewogen werden müssen, um die Integrität der Operationen sowie die moralische Verantwortung gegenüber Menschheit und Umwelt zu gewährleisten. Die strategische Nutzung fortschrittlicher Technologien erfordert eine umfassende Risikoanalyse sowie die Entwicklung von Richtlinien zur Minimierung potenzieller Schäden. Die ethische Grundlage basiert auf den Prinzipien der Verantwortung, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Alle Forschungs- und Einsatzmaßnahmen sind an internationalen Normen orientiert, wobei besondere Aufmerksamkeit auf den Schutz menschlicher Rechte, biologischer Vielfalt und ökologischer Stabilität gelegt wird. Die Einhaltung des Völkerrechts sowie spezifischer Abkommen zum Schutz sensibler Technologien ist verpflichtend. Technologische Interventionen wie Nanobots, elektromagnetische Störsysteme oder Quantenkommunikation bergen inhärente Risiken. Unvorhergesehene Nebenwirkungen könnten unbeabsichtigte Reaktionen auslösen, die ökologische oder biologische Systeme destabilisieren. Zudem besteht das Missbrauchspotenzial dieser Hochtechnologien, etwa in Form von Massenüberwachung, Manipulation oder Waffeneinsatz durch Akteure mit falschen Absichten. Eine weitere Gefahr liegt in der Eskalationsdynamik. Eingriffe in das Phänomen könnten unkontrollierte Reaktionen hervorrufen, die globale Sicherheitsstrukturen bedrohen. Zur Minimierung dieser Risiken werden strenge Sicherheitsprotokolle implementiert. Mehrstufige Genehmigungsprozesse stellen sicher, dass jede Anwendung neuer Technologien nur nach umfassender Prüfung durch interdisziplinäre Ethikkomitees erfolgt. Mehrfache Sicherheitsbarrieren verhindern unbeabsichtigte Freisetzungen oder Fehlfunktionen. Vor groß angelegten Einsätzen werden umfangreiche Simulationen durchgeführt, um potenzielle Nebenwirkungen frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. Darüber hinaus können technologische Eingriffe gesellschaftliche Strukturen beeinflussen. Daher ist eine transparente Kommunikation über Zielsetzung, Maßnahmen und Risiken essentiell, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu sichern. Es sind klare gesetzliche Rahmenbedingungen notwendig, um Missbrauch zu verhindern und Verantwortlichkeiten festzulegen. Auch die möglichen langfristigen Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und soziale Ordnung müssen kontinuierlich überwacht werden. Insgesamt ist die Balance zwischen technologischem Fortschritt und ethischer Verantwortung entscheidend für den nachhaltigen Erfolg der Operationen. Das Geschwader 33 verpflichtet sich daher zur Einhaltung höchster ethischer Standards, um sowohl die Sicherheit als auch die moralische Integrität bei der Bewältigung anomaler Phänomene zu gewährleisten. Fazit zu Geschwader 33. Die vorliegenden Ausführungen verdeutlichen die komplexen Herausforderungen und Verantwortlichkeiten im Umgang mit anomalen Phänomenen. Durch den Einsatz modernster Technologien, strategischer Planung und taktischer Flexibilität kann das Geschwader 33 effektiv auf diese außergewöhnlichen Ereignisse reagieren. Dabei stehen nicht nur technische Innovationen im Mittelpunkt, sondern auch eine verantwortungsvolle ethische Reflexion, um Risiken zu minimieren und gesellschaftliche Akzeptanz zu sichern. Die Analyse der Einsatzstrategie zeigt, dass eine dezentrale Reaktionsfähigkeit, elektromagnetische Kriegsführung sowie nanobasierte Interventionen essentielle Werkzeuge sind, um Phänomene gezielt zu beeinflussen oder einzudämmen. Gleichzeitig unterstreicht das Kapitel der ethischen Überlegungen die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit diesen Technologien. Die Balance zwischen Fortschritt und Verantwortung ist entscheidend, um unbeabsichtigte Nebenwirkungen, Missbrauchsmöglichkeiten oder Eskalationen zu vermeiden. Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Erfolg bei der Bewältigung anomaler Phänomene maßgeblich von einer integrativen Herangehensweise abhängt. Technologische Innovationen müssen stets durch ethische Prinzipien begleitet werden.
Nur so kann langfristig eine nachhaltige Sicherheit gewährleistet werden, die sowohl den Schutz der Umwelt als auch die Wahrung menschlicher Rechte sicherstellt. Das Geschwader 33 steht somit vor der Herausforderung, technologische Exzellenz mit moralischer Verantwortung zu verbinden. Eine Aufgabe, die kontinuierliche Weiterentwicklung und sorgfältige Reflexion erfordert.